Sie sagen, dass du zu verschiedenen Zeiten verschiedene Lektionen erhalten wirst. Sei dir bewusst, dass sich das, was du teilen möchtest, ändern kann. Sie zeigen mir ständig ein Level up, Level up, Level up. Du sollst also zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Botschaften teilen. Sei einfach flexibel, sagen sie. Dein Gehirn mag neue Dinge. Dein Gehirn mag Veränderung. Du magst Abwechslung und verschiedene Perspektiven. Sei also bereit, dich ständig zu verändern. Es wird sehr kreativ und interessant für dich sein. Millionen zeigen mir das. Du gehst auf Millionen zu. Ich möchte Bryn DePaul in der Show willkommen heißen. Wie geht's, Bryn? Hallo, Grüße, willkommen. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Super aufgeregt, danke. Ja. Vielen Dank, dass du in die Sendung gekommen bist. Ich schätze es sehr, dass du hier bist. Wir werden heute über die Akasha-Chronik sprechen und du wirst die Akasha-Chronik aufrufen. Und anscheinend wirst du nicht nur die Akasha-Chronik aufrufen, du wirst meinen Eintrag in der Akasha-Chronik aufrufen. Also wir werden darüber sprechen, diesen Aufzeichnungen Fragen stellen, nicht nur ein wenig über mich, sondern mehr über die Show und dann auch den Akasha-Aufzeichnungen eine Menge Fragen stellen über, was in der Welt passiert und wie wir besser werden können und wie wir spirituell wachsen können und so weiter und so fort. Bevor wir starten, ist meine erste Frage an dich. Wie war dein Leben, bevor die Akasha-Aufzeichnungen in dein Leben kamen? Das ist eine gute Frage. Ich sage gerne, dass ich ein Kämpfer war, wenn es um die spirituelle Welt ging. Ich war schon immer sensibel, ein Empath, etwas schüchtern, aber ich habe einen traditionelleren Weg eingeschlagen. Mich fasziniert, wie Menschen fühlen und ich liebe intime Details ihres Lebens. Also entschied ich mich für Psychologie und erwarb einen Bachelor, Master und Doktortitel. Und da dachte ich, dass ich auf dem richtigen Weg war. Ich liebte diese Arbeit wirklich und ich fing gerade erst an. Also hatte ich im Grunde eine sehr typischere, bodenständigere Erziehung, was mir der Geist sagte, ein wichtiger Teil meines Weges sei. So war ich in den frühen Jahren meiner Karriere als Psychologe glücklich beschäftigt, als zwei Dinge passierten, die mein Leben für immer veränderten. Das erste, was passierte, war, dass mein Vater starb. Er bekam Bauchspeicheldrüsenkrebs und starb nur wenige Wochen später und das war verheerend für mich. Er war einer meiner engsten Menschen. Er war wie mein bester Freund. Und als er starb, hat mich das wirklich tief getroffen. Und innerhalb weniger Tage begann er tatsächlich zu mir zu kommen. Er tauchte einfach in meinem Wohnzimmer auf, in seinem Krankenhauskittel und es passierten alle möglichen seltsamen Dinge. Ich sah Münzen und Federn und Symbole und ich stieg in mein Auto und wie eine Zeile eines Liedes spielte immer wieder im Radio, wie ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Und es war einfach so, als ob der Schleier zwischen den beiden Welten für mich sehr schnell dünner wurde. Es war eine schöne Bestätigung, dass mein Vater auf der anderen Seite lebendig und wohlauf war. Aber es hat mich auch irgendwie erschreckt. Es war wirklich beängstigend, wie es oft passiert, wenn Dinge passieren und das Erwachen so schnell geschieht. Also, was passiert ist, dass meine intuitive Fähigkeit sich sehr schnell geöffnet hat. Wie Visionen, Empathie öffnete sich noch mehr und es stürzte mich einfach in diese Erkundung der spirituellen Welt. Also begann ich Bücher darüber zu lesen, wo mein Vater ist und suchte Hellseher auf, damit sie mit ihm sprechen konnten. Und es fing einfach an, mich zu verändern. Und das ging ein paar Wochen so weiter. Und das Interessante war, dass plötzlich alle Klienten, die ich in der Klinik sah, wo ich arbeitete, sich veränderten. Sie kamen alle mit spirituellen Erfahrungen. Und das war vorher nicht passiert. Ich meine, Erfahrungen, die man nur als spirituell beschreiben konnte. Und dann kam eines Tages diese Frau herein. Ich hatte sie seit ein paar Wochen gesehen und sie hatte eine sehr traumatische Vergangenheit, wie sehr schweren Missbrauch in der Kindheit, einfach eine lange Geschichte von Depressionen und Angstzuständen. Und sie kam herein und erzählte mir eine Geschichte über etwas, das etwa 2 Jahre vor unserem Treffen passiert war, nämlich, dass sie eines Tages einfach das Gefühl hatte, sie könne es nicht mehr ertragen. Sie hatte einfach genug. Und so beschloss sie, dieses Leben zu verlassen. Und so ging sie zum örtlichen Pier und da sie ein Einheimischer waren, dem Santa Monica Pier,
Sie ging um Mitternacht zum Santa Monica Pier, ging bis ans Ende des Piers und sprang hinunter. Und sie sprang hinunter mit der Absicht, einfach loszulassen. Und so fiel sie ins Wasser und ließ das Leben einfach los. Und plötzlich fühlte sie diese warme Decke der Liebe, die sie ganz umhüllte. Und dann erleuchtete ein Licht und sie war ein wenig desorientiert. Und dann hörte sie eine Stimme sagen, es ist nicht deine Zeit. Sie wusste es nicht wirklich. Sie war ein wenig verwirrt. Und dann hörte sie wieder, es ist nicht deine Zeit. Und sie fühlte eine Hand auf ihrer Schulter, die sie packte und sie an die Wasseroberfläche zog und dann ganz bis zum Ufer. Und sie kroch aus dem Wasser auf den Sand. Und sie suchte nach ihrem Retter. Und da war niemand. Sie wusste, dass sie von einem Engel gerettet worden war und sie weinte einfach. Doch die Geschichte berührt mich immer, weil ihr ganzes Leben lang hatte sie das Gefühl, dass sich niemand um sie kümmerte und dass sie keine Bedeutung hatte. Und als dann ein Engel kam und sie rettete, änderte das alles für sie. Also sie erzählte mir die Geschichte eines Tages in unserer Sitzung und sie weinte und ich weinte und ich dachte, wow, das ist wirklich interessant. Also in der Klinik, in der ich arbeitete, musste man jede Woche zu einem Supervisor gehen und über unsere Fälle sprechen, um sie alle zu überprüfen. Also ein paar Tage später ging ich zurück, um ihn zu sehen und ich erzählte ihm diese Geschichte über diese Person. Und ich war tief bewegt, selbst als ich sie erzählte. Und er sah mich nur an und sagte, Bryn, du hast zwei Hüte zu tragen. Du hast den Psychologiehut und den Spiritualitätshut und du kannst nicht beide tragen. Ich sah ihn an und dann beschrieb er die Erfahrung so, als hätte die Frau alles erfunden, um eine idealisierte Vaterfigur zu finden, die sie retten sollte. Er nahm die Schönheit aus der Erfahrung. Während er sprach, dachte ich weiß nicht, ob ich das noch machen kann. Also verließ ich den Raum und dachte, Psychologie ist vielleicht nicht die Antwort. Und so änderte sich im Grunde genommen alles. Ich verließ die Klinik innerhalb weniger Wochen. Verlor ich alles. Eine dieser klassischen Geschichten, verlor meinen Job, mein Geld, mein Zuhause, alle meine Freunde, meine Familie hielt mich für verrückt. Ich ging auf Null, absolut Null. Und es dauerte etwa 2 Jahre, bis ich alles irgendwie herausgefunden hatte. Aber schließlich begann ich mich dafür zu öffnen, ein Kanal für die Akasha-Chronik zu sein. Ich lernte, wie man Energieheilung durchführt und integrierte es in meine Arbeit. Und dann ging alles von dort aus durch die Decke. Seitdem war es die unglaublichste Erfahrung. Da du die Show gesehen hast, weißt du, dass ich diese Frage stellen werde. Wie war es mit deiner Familie und deinen Freunden? Hast du noch alte Freunde behalten? Deine Freunde kommen und gehen, aber die Familie bleibt im Allgemeinen ein Leben lang. Was denken sie also darüber? Du hast einen Doktortitel aufgegeben. Das ist eine Menge. Ein Doktortitel bedeutet ein Jahrzehnt oder mehr an Studium und Kosten. Und das ist dein Leben. Und du hast es einfach aufgegeben, um ein Kanal für die Akasha-Chronik zu werden. Und ich mache Luftzitate für die Leute, die nur zuhören, weil von außen betrachtet sieht das absolut verrückt aus. Es ist wahnsinnig. Wie bist du mit ihnen umgegangen, mit dem neuen Ich klarkommen? Also, ich werde das auf 2 Arten beantworten. Der Teil mit den Freunden war tatsächlich ziemlich schwer für mich, weil ich buchstäblich alle verloren habe. Und so hatte ich eine Zeit, in der ich ziemlich allein war. Selbst jetzt erlebe ich das ein wenig, weil die Arbeit, die wir tun, einfach sehr anders ist. Wenn man sein Leben dem Geist widmet, trennt einen das irgendwie von anderen Menschen. Die Freunde, sie sind gegangen. Meine Familie war interessant. Ich muss es dir sagen, meine Familie fand Psychologie seltsam. Sie waren nicht diese Art von Leuten. Also war es selbst für mich, Psychologe zu werden, ein bisschen abwegig für sie, weil wir nicht über Gefühle sprechen. Wir gehen nicht auf solche Sachen ein. Aber ein Doktortitel scheint gut. Und du weißt ja, wie Eltern im Grunde sind. Du bekommst einen Job, du kannst einen Job bekommen, genau. Aber solange du deinen Lebensunterhalt verdienst und wir uns nicht zu sehr um dich sorgen müssen, kannst du einfach das machen, was auch immer du da drüben machst. So ist es jetzt wirklich, sogar in meiner Familie.
Einfach liebe Menschen. Niemand ist wirklich spirituell. Niemand ist wirklich für all das erwacht. Meine Eltern waren immer die Weihnachts- und Ostergänger in die Kirche. Also wissen sie irgendwie, dass ich das tue. Sie verstehen es nicht wirklich, aber solange ich für mich selbst sorgen kann, ist das für sie okay. Unterstützend, aber wohl nicht sonderlich interessiert. Ergibt vollkommen Sinn. Ich verstehe genau, woher du kommst. Denn als ich in die Filmindustrie ging, war das im Grunde wie mit dem Zirkus durchzubrennen. Also, ich war so weit weg von Hollywood, als ich anfing, das ist nicht mal lustig. Also, das meinen Eltern zu sagen, war einfach. Sir, okay. Also, du willst zum Zirkus weglaufen. Okay. Das ist im Grunde das, was es war. Es ist das Äquivalent. Alle Hollywood-Leute sind Schausteller, allgemein gesagt. Es ist ein sehr interessantes Leben, um es milde auszudrücken. Und dann jetzt, dann Podcasting, was dann? Entschuldigung, was machst du? Podcasting? Ja, du sprichst über Film. Okay, das ergibt irgendwie Sinn. Und dann, oh, ich starte einen spirituellen Podcast. Einen was? Meine Familie fragte sich, ob er in einer Sekte ist. Ich so, nein. Schreckliche Sekten, wenn ich meine Sachen ausbreite, jede Woche 3 bis 4 Mal. Schreckliche Art von Sekte. Es ist faszinierend. Also, ich verstehe dich in diesem Sinne. Also, als du die Akasha-Chronik zum ersten Mal entdeckt hast, bevor wir tiefer darauf eingehen, könntest du denjenigen, die es nicht wissen, erklären, was die Akasha-Chronik ist? Eine einfache Erklärung. Ja. Die Akasha-Chronik ist wie eine riesige spirituelle Bibliothek mit Informationen über deine Lebenszeiten, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es ist eine energetische Bibliothek. Beim Zugriff sehe ich keine Bücher, sondern reine Energie, in der alle Gedanken, Worte, Taten und Erfahrungen eingeprägt sind. Jedes Thema, Buch, Film, Projekt und sogar Tiere haben ihre eigene Akasha-Chronik, auf die wir zugreifen können. Wir greifen ständig auf unsere eigenen Akasha-Chroniken zu. Das ist unser Geburtsrecht. Aber dann, ich wurde ausgebildet wie andere, um Aufzeichnungen für Menschen zugänglich zu machen. Die Akasha-Chronik ist ein erstaunliches Lagerhaus mit allen Informationen über deine Lebenszeiten. Es ist wunderbar. Von der Erde aus betrachtet hat alles einen Sinn. Im Grunde genommen sind die Akasha-Aufzeichnungen für alles, was auf der Erde passiert, von grundlegender Bedeutung, richtig? Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt universelle Aufzeichnungen, ähnlich denen des Universums, aber die Akasha-Aufzeichnungen beziehen sich speziell auf die Geschichte der Erde. Da bin ich sicher. Ist ziemlich detailliert, oder? Um es milde auszudrücken. Wie greifst du auf die Akasha-Chronik zu? Nun, ich bin ein bewusster Kanal, was bedeutet, dass es wie ich aussehen und klingen wird. Ich trete ein wenig zur Seite in meiner eigenen menschlichen Persönlichkeit. Also ist Bryn irgendwie hier und überwacht, was ich sage, um sicherzustellen, dass ich es richtig übersetze. Aber im Grunde genommen passiert Folgendes. Ich spreche ein Gebet und in diesem Fall werde ich das Gebet stillsprechen, um mein Bewusstsein zu erhöhen und auf die Akasha-Chronik zuzugreifen. Ja, so einfach ist das. Also wenn du möchtest, wenn du in meine Akasha-Chronik eintauchen möchtest, dann erzähl allen, was du mit meinen Aufzeichnungen planst und wie sollen wir das anstellen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich hatte Channelings, andere Erfahrungen, aber ich glaube nicht, dass ich jemals wirklich auf meine Akasha-Chronik zugegriffen habe. Meine Geistführer sind sehr bestimmend und sprechen gerne über verschiedene Themen, aber bisher hat noch niemand in der Show auf meine Akasha-Chronik zugegriffen. Wie läuft dieser Prozess ab? Was wird passieren? Oh, das ist interessant. Also, was ich tun werde, ist das Gebet sprechen und deine Akasha-Chronik sowie die Chronik der Show öffnen. Das bewirkt, dass, indem ich auf die Aufzeichnungen der Show zugreife, erhalte ich Zugang zu den Informationen von allen, die jemals dieses Programm sehen. Ich spüre bereits das Bewusstsein aller, die es sehen werden. Wir stimmen uns auf sie ein und bringen Informationen zum höchsten Wohl aller durch. Du bemerkst, dass ich beginne, das Wort wir zu verwenden. Wenn ich wir sage, vermischt sich Bryns Bewusstsein mit den Aufzeichnungswächtern, höherdimensionale Wesen, die die Aufzeichnungen schützen. Ein weiterer Punkt ist, dass ich die Energiequelle anzapfe.
Insbesondere die Frequenz, die ich erreiche, nenne ich Christusbewusstsein. Also gehe ich durch das Vehikel der Aufzeichnungen, erhöhe mein Bewusstsein oder meine Frequenz, um diese höheren Frequenzen zu erreichen. Und in diesem Fall werde ich das Gebet sprechen, um auf deine Aufzeichnungen und die Aufzeichnungen der Show zuzugreifen. So wird speziell auf dich und die Zuschauer dieser Show zugeschnittene Informationen durchkommen. Das, was sie mit dir machen wollten, weil der Geist hier eine kleine geheime Agenda hatte, ist, dass sie diese Gelegenheit nutzen wollen, dich fast wie auf die nächste Stufe deiner eigenen Fähigkeit zu erheben, als Lehrer zu vermitteln. Sie nennen dich Lehrer, Heiler, Bote. Sie sagen, du weißt das, du hast das schon einmal gemacht, du weißt, dass dies dein Weg ist. Aber was sie durch unser Gespräch erreichen wollen, ist, dir diesen Zugang zu öffnen und dich zu einem strahlenderen Übermittler von Licht zu machen. Ein Teil des Grundes, warum sie das tun, ist sehr persönlich für dich, weil sie dich lieben. Und auch, was wir tun, ist durch dich als Gefäß. Diese Fähigkeit in jeder Person zu aktivieren, wie bei all deinen Leuten. Jeder, der dir jemals begegnet, jeder, der dir zuhört, jeder, der deiner Energie ausgesetzt ist, aktiviert das Schönste in ihnen. Eine meiner persönlichen Freuden ist es, Menschen zu helfen, den göttlichen Zweck ihrer Seele zu erkennen. Also, ihre Mission zu verstehen und was wir durch dich tun, falls du diese Mission annimmst, ist, ein Fahrzeug zu werden, um Menschen zu helfen, noch mehr Klarheit darüber zu bekommen, was sie hier tun sollen und ihnen zu helfen, es zu leben. Es gibt also so etwas wie eine actiongeladene Sache, die passieren wird, während wir über dich sprechen, während wir über die Fragen sprechen, die du hast. Es gibt noch etwas anderes, das heute hier geschehen möchte, nicht nur um dich zu öffnen und dich auf ein noch höheres Niveau der Großartigkeit zu bringen, sondern auch eine ähnliche Aktivierung für jeden zu bieten, der jemals dieses Erlebnis hört oder dir begegnet. Ich finde das ziemlich schön. Es ist wirklich sehr schön. Ich schätze diese sehr detaillierte Erklärung. Ich bin sehr gespannt darauf, loszulegen, aber ich habe eine Frage, bevor wir anfangen. Sie sagten, dass die Aufzeichnungswächter, ich hatte jemanden in der Sendung, der Akashic gemacht hat und mit den Aufzeichnungswächtern gesprochen hat. Sie sagten, sie schützen die Aufzeichnungen. Wovor schützen sie sie? Das ist meine Frage an Sie. Als du das gesagt hast, dachte ich, oh, das ist interessant. Wovor schützen Sie es? Es Kräfte, die versuchen einzudringen, die Akasha-Chronik zu hacken. Wovor schützen Sie? Das ist wirklich eine gute Frage. Es ist super einfach. Nein, im Grunde sind die Akasha-Chroniken für jeden geschützt. Ich kann in deine Aufzeichnungen gehen, weil ich um deine Erlaubnis gebeten habe und du sie mir gegeben hast. Du kannst in deine eigenen Aufzeichnungen gehen. Jeder kann in seine eigenen Aufzeichnungen gehen. Aber damit jemand anderes in deine Aufzeichnungen gehen kann, braucht es dafür Schutz. Also der Aufzeichnungswächter, wie jemand kann nicht, besonders du als öffentliche Person zum Beispiel. Leute könnten sehr an dir und was du tust interessiert sein, aber sie können nicht einfach auf deine Aufzeichnungen zugreifen und Informationen über dich herausfinden ohne deine Erlaubnis. Also im Grunde genommen, der Schutz ist, die Informationen in deinen Aufzeichnungen gehören dir, es sei denn, du bist Teil einer Gruppe oder so etwas, wo es mehrere Personen innerhalb bestimmter Aufzeichnungen gibt. Aber es geht nicht so sehr um beängstigende Dinge von außen. Es ist einfach geschützt, fast wie unsere Vertraulichkeit und Privatsphäre. In Ordnung. Gute Antwort. Gute Antwort. Also, wie fangen wir an? Ich werde jetzt ein Gebet sprechen. Ich werde das still für mich tun. Und manchmal haben Sie etwas zu sagen, wenn ich die Aufzeichnungen öffne. Wenn das der Fall ist, lasse ich es dich wissen. Und dann wenden wir uns einfach den Fragen zu, die du heute hast. Also was ich möchte, dass du tust, ist einfach tief einzuatmen, Luft und Licht einfach durch deinen Körper atmen und einfach deine Brust öffnen. Öffne deine Lungen jetzt. Dein Herz öffnen. Und während wir dies tun, öffnen wir einen Heilungsraum oder einen Heilungstempel. So können Weisheit und Energien für dein höchstes Wohl frei und leicht fließen. Gut, nehmen Sie noch einen tiefen, sanften Atemzug. Ich werde das Gebet leise sprechen und Ihre Aufzeichnungen öffnen. Wenn Sie mich schnippen sehen, kläre ich nur Energien. Bin fast fertig.
Die Akasha-Chronik ist geöffnet und sie möchten dir zu Beginn ein paar Dinge mitteilen. Zuerst möchten sie dich auf eine große, helle und schöne Weise anerkennen, da du ein erstaunliches Wesen bist. Deine wunderschöne, leuchtende Ausstrahlung und dein süßes, liebevolles Herz sind entzückend. Dieses Leben ist äußerst bedeutend für dich, da du hier bist, um viel Gutes zu tun. Du hast bereits viele Herzen und Köpfe berührt, aber dein Einfluss und deine Reichweite werden immer größer. Sie geben mir dieses Erlebnis von Explosionen, was mir sagt, dass dein Einfluss oder deine Reichweite in der Welt nicht allmählich sein wird, sondern explosiv. Sie sagen, dass dein ganzes Leben auf alles hingearbeitet hat, was in den nächsten 5 bis 10 Jahren für dich passieren wird. Sie sagen, okay, ich werde zurückgehen und einfach sagen, dass sie das zu dir sagen. Aber ein Teil des Grundes, warum sie das zu dir sagen, ist, dass darin eine Wahrheit für alle liegt, die das hören. Es gibt eine Wahrheit darin für alle, die zu dir kommen, weil du ein Leuchtfeuer des Lichts bist, das eine bestimmte Frequenz oder Art von Individuum anzieht. Und so ist eines der Dinge, die sie heute wirklich versuchen, dich zu erwecken oder zu befähigen, diese größere Version von dir selbst zu sein. Du bist hier, um die Welt zu verändern, nicht nur durch Worte und Erfahrungen, sondern auch durch die Stärkung deiner eigenen Ausstrahlung. Jedes Wort, das du sprichst, wird als göttlich angesehen, wie ein Leuchtfeuer. Du wirst genutzt, um Hunderttausende zu erwecken, was sehr berührend ist. Sie sprechen liebevoll, intim und spezifisch zu dir und durch dich zu jedem Leben, das du berührst. Es gibt viel Emotion und Tiefe in ihren Worten, wenn sie sagen, dass wir sehr liebevoll, sehr intim und sehr spezifisch zu dir sprechen und durch dich zu jedem Leben, das du jemals in diesem Leben berühren wirst. Es gibt hier viel Emotion darüber. Sie sagen, dass sie dieses Wort wieder verwenden. Du bist großartig. Sie möchten, dass du das weißt. Es ist so interessant. Ich sehe, wie du bist wie der Führer. Du hältst die Landkarte für so viele Menschen und du wirst sehr gezielt geführt in Bezug auf die Themen und die Personen, die in deine Show kommen, weil sie wie deine Hand nehmen und sagen, okay, bring sie jetzt hierher, bring sie hierher, bring sie hierher. Sie sind bereit dafür. Okay, also eine wirklich schöne Art und Weise, wie du das Bewusstsein öffnest. Sie sagen, seine Arbeit ist viel größer, als er sich je vorstellt. Und sie sagen, dass es gerade jetzt in dieser Zeit sehr wichtig ist, weil die Menschen erwachen schneller als je zuvor. Aber es wird auch einige Turbulenzen in der kommenden Zeit geben. Und je mehr Menschen wach sind, je mehr Menschen mit ihrer eigenen göttlichen Weisheit in Kontakt sind, je mehr sie ihr eigenes Herz fühlen können, desto einfacher wird es sein, das Kommende zu bewältigen. Also denke ich, dass Sie darüber hinaus einfach wollten. Sie sind wirklich lustig, weil Sie das seit dem Moment sagen, als ich deine Aufzeichnungen geöffnet habe. Sie nennen dich wie einen verrückten Wissenschaftler. Sie sagen, dass du all diese Ideen und Systeme und Gedanken hast und sie sind alle in deinem Kopf und du liebst es, mit Ideen zu spielen und du bastelst an ihnen herum und setzt sie auf interessante Weise zusammen und du liebst es, sie mit anderen Menschen zu teilen. Sie sagen, dass du das tatsächlich schon seit vielen, vielen Leben machst. Dieser wie verrückte Wissenschaftler, wie wild kreative Person. Und sie lieben dich einfach dafür. Sie lieben dich einfach dafür. Sie sagen, wir haben dich speziell für diese Arbeit ausgewählt und bewundern dich sehr für dein Engagement und deine Hingabe. Vielen Dank für all das. Das ist wirklich demütigend, um es milde auszudrücken. Also sag ihnen vielen Dank. Sie hören dich. Sie sagen, ja, Segen. Ich stimme dem verrückten Wissenschaftler-Aspekt zu. Ich war meistens verrückt in meinem Leben. Und diese hier, und ich bin mir sicher, viele andere auch, um es milde auszudrücken. Also, lass uns über die Show reden. Zunächst, was macht die Show gerade? Was sind die zukünftigen Pläne und wie kann ich als leitender, verrückter Wissenschaftler unterstützen, wenn möglich? Also, Sie haben eine wirklich interessante Antwort darauf. Ich werde den Namen der Show sagen, Next Level Soul. Das öffnet wirklich diese Aufzeichnungen, indem man den Namen einer Sache sagt. Wir öffnen die Aufzeichnungen. Sie sagen, dass du ein wunderbarer Hüter der Show warst. Sie sagen, du hast diese winzige Idee genommen, als niemand da war und niemand zuhörte
und du hast sie ins Licht gerückt, gepflegt und daran geglaubt, fast vielleicht als niemand sonst daran glaubte. Und sie sagen, dass der kleine Spross aufkam und jetzt sagen sie, was jetzt passieren wird. Es passiert schon seit einer Weile. Es sieht so aus, als ob es seit mehr als einem Jahr eine Art Explosion gegeben hat. Sie sagen, dass du bemerken wirst, dass das Wachstum immer schneller wird. Es ist interessant, Sie sagen, diese Sache, die irgendwie neugierig ist, nämlich dass es fast so ist, als ob es gerade jetzt, in diesem Moment, sowohl Wachstum als auch Integration gibt. Du könntest dich sogar fragen, was mache ich? Wohin gehe ich? Wohin möchte ich das am meisten bringen? Denn es zeigt mir fast wie diese kleinen Zahnräder oder so Dinge, die wie aufblühen. Du könntest sogar bemerken, dass es zeigt mir, dass die Show sehr schnell wächst, aber du könntest sogar bemerken, dass es eine Zeit gibt, in der es sich ein wenig integriert. Und dann, puff, wird es immer größer und größer, weil sie mir zeigen, dass es in Schüben geht, fast wie kleine Mini-Explosionen von groß, groß. Aber es passiert gerade etwas, wo du bist. Sie sprechen mit dir. Ja, okay, alles klar. Wenn ich solche Dinge tue, höre ich zu, weil sie mit mir sprechen. Sie erwähnen viele Gespräche. Merkst du das? Denkst du viel über die Show und ihre Richtung nach? Den ganzen Tag, täglich. Nun, du bist auch ein großer Denker. Sie zeigen mir, dass dein Gehirn, dein Verstand ständig arbeitet. Aber sie sagen, dass es gerade jetzt besonders schön ist da. Du hast ein großes Team, das mit dir arbeitet. Spirituelle Führer, weil du Informationen aus vielen Bereichen abrufst. Es ist nicht nur ein Bereich, also hast du dieses gesamte Team hinter dir. Alle sagen, warte, lass uns das machen, lass uns das tun. Warte, was ist damit? Und so sehe ich all diese kleinen Impulse, die in dein Gehirn kommen, von überall. Manchmal muss es schwer sein, in deinem Kopf zu sein, weil es so viele Ideen wie Popcorn gibt, aber sie zeigen an, dass du ein riesiges Publikum von Führern hast, die da stehen. Oh, sie sind lustig. Alle stehen da und geben dir ihre Vorschläge. Sie haben etwas gesagt, das irgendwie süß ist. Sie sagen, dass du neben all den Informationen, die du weitergibst, wirklich lustig bist. Ich versuche es. Sie sagen, lass deinen natürlichen Humor durchscheinen. Lass dein wahres Ich immer mehr und mehr hervortreten. Okay, also um zusammenzufassen, was Sie sagen, ist Nummer 1, dass du viele Ideen bekommen wirst. Und Sie möchten, dass du sie irgendwie sortierst und verarbeitest, alles, was dir zugeführt wird. Jetzt möchten Sie, dass ich eine Parallele ziehe, dass dies zu einem gewissen Grad gerade für alle passiert, die mit dir in Kontakt gekommen sind. Es ist fast wie ein Verarbeiten, ein Durchdenken und so wäre es für alle, vor allem für dich, aber auch für viele andere, gut, wirklich darüber nachzudenken, was will ich jetzt? Wohin gehe ich? Denn wir stehen kurz vor einer Energie der Beschleunigung. Sie sagen, dass es sehr schnell kommt. Es hat bereits begonnen. Aber es ist fast so, als ob der Schleier zwischen den Welten oder das kosmische Licht aus den höheren Reichen kurz davor steht, hereinzubrechen. Und alles wird sich beschleunigen. Eines der Dinge, die du als Ergebnis davon sehen könntest, ist fast so, als ob einige Dinge, an denen du festgehalten hast, vielleicht auch Menschen in der Welt festgehalten haben. Sie werden ein wenig erschüttert, aber es wird gezeigt, dass sie neu konfiguriert werden. Also, sie sprechen sowohl zu dir als auch zur Show, aber sie bewegen sich auch nach außen zu dem, was wir in den kommenden Tagen in der Welt sehen werden. Sie sagen, dass deshalb deine durchdachte Absicht, wie dein Fokus, wie das, was du willst, super wichtig sein wird, weil es super aufgeladen wird. Also nochmal, für dich zeigen sie, dass die Show durch diese Keimung gehen wird. Fast wie ein Gestationsprozess und dann, boom, sagen sie, wirst du verschiedene Lektionen zu verschiedenen Zeiten bekommen. Wisse also, dass sich vielleicht das, was du teilen möchtest, ändern wird. Sie zeigen mir immer wieder wie ein Level up, Level up, Level up. Es kann also sein, dass du zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Botschaften teilen sollst. Sie sagen, sei einfach flexibel damit. Sie sagen, dein Gehirn mag neue Dinge, dein Gehirn mag Veränderung, du magst Abwechslung, du magst Menschen, du magst unterschiedliche Perspektiven. Sei also bereit, dich ständig zu verändern und es wird sehr kreativ und interessant für dich sein. Sie zeigen mir, dass du auf dem Weg zu Millionen bist. Millionen und Abermillionen von Menschen. Ich denke, was Sie damit meinen, ist, dass Menschen, die dir regelmäßig folgen,
in die Millionen gehen werden. Natürlich sehen dich so viele Menschen, aber Menschen, die sich verpflichtet haben. Menschen, ja, okay. Sie sagen fast so etwas wie, Menschen, die zu deiner Schule oder Kirche kommen, werden in den Millionen sein. Und da ist etwas sehr Mächtiges daran, weil es ist wie die Verstärkung von allem, wofür du hier bist, aber auch diese Menschen, selbst online, bündeln ihre Energie und sind gemeinsam stärker. Denkst du darüber nach, Dinge persönlicher zu gestalten oder Wir testen dieses Jahr das Wasser. Vielleicht werden wir ein wenig den See eintauchen, aber ja, wir werden irgendwann unvermeidlich irgendeine Art von Veranstaltung oder Messe oder Zusammenkunft machen. Es ist etwas, das wir wahrscheinlich in der Zukunft tun werden. Aber im Moment konzentrieren wir uns dieses Jahr hauptsächlich auf Wachstum. Wir wachsen immer weiter, was auch die Frage ist, die ich den Aufzeichnungen stellen wollte, nämlich die Wachstumsstrategie in Bezug auf das, was wir mit Sprachen machen, was ziemlich ungewöhnlich ist. Insbesondere in dem Tempo, in dem ich alle 3 Wochen eine neue Sprache lerne, weil ich verrückt gegen den verrückten Wissenschaftler bin. Ich bin absolut verrückt. Ich hetze nur gegen mich selbst. Wie wird sich das auf die Show auswirken und auf die Menschen, die davon berührt werden? Denn wir gehen in völlig andere Sprachen und Märkte und Länder, die bisher nie Zugang zu solchen Gesprächen hatten. ja, also sie wollen auf etwas reagieren, worüber wir gerade gesprochen haben, und dann werden wir über Sprachen sprechen. Sie sagen, es gibt fast so etwas wie ein Gebot, Menschen physisch zusammenzubringen. Sie wollen dich wirklich ermutigen, Versammlungen abzuhalten, damit diese gleichgesinnten Menschen dir begegnen und sich auch gegenseitig kennenlernen können. Das ist etwas sehr Wichtiges. Sie mögen einfach ihre kleine öffentliche Dienstbotschaft für persönliche Treffen. Sie wollen nur sicherstellen, dass wir das sagen. In Bezug auf die Sprache sagen sie, dass deine Ausweitung auf verschiedene Sprachen eine der außergewöhnlichsten Dinge ist, die du tun kannst, weil sie mir zeigen, dass es Menschen gibt, die dir zugehört haben, aber nicht alles verstanden haben, weil sie die Nuancen der Sprache nicht erfassen können. Und es gibt etwas daran, deine Konzepte und Erfahrungen in die Muttersprache zu bringen, das, sagen sie, ein explosives Wachstum verursacht. Das Interessante daran ist, dass einige der Bereiche, in die du dich bewegst, einige der Sprachen, in die du dich bewegst, einige dieser Konzepte ein wenig neu sein werden. Es wird ein bisschen so sein, als würdest du die Grenzen erweitern. Also, sagen sie, mach dir keine Sorgen über jeglichen Widerstand dagegen. Manchmal, wenn du Neuland betrittst, kannst du ein bisschen. Von einigen dieser Randgruppen kannst du eine kleine Reaktion bekommen. Aber sie sagen, oh, er wird einfach so reagieren, weil sie sagen, dass der Großteil du wirst die Wirkung haben, die du suchst. Und das Schöne daran. Und sie sagen, das ist ein Teil des Grundes, warum sie sind lustig, dass sie sagen, ein Teil des Grundes, warum wir uns heute mit ihnen treffen wollten, ist, dass wir sie aktivieren wollten, damit sie, wenn sie ihre Energie zu mehr Menschen bringen. Es ist fast so, als ob sie fein abgestimmt wären auf das, was jeder braucht. Also die kürzere Antwort auf Ihre Frage ist, diese Gespräche in andere Sprachen zu übersetzen, ist eine der tiefgreifendsten Methoden, um die Evolution des Bewusstseins auf der Erde zu beschleunigen. Das ist also ziemlich groß. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Es ist ziemlich groß, das zu sagen. Ich schätze, das ist wohl der Grund, warum ich so fast schon ein inneres Gebot, es so schnell zu tun. Weil wir es tun. Unser Ziel ist es, dieses Jahr mindestens 20 Sprachen zu schaffen, was verrückt ist. Das ist fast eine alle paar Wochen. Im Grunde genommen. Das ist viel. Aber dennoch sind wir gerade auf Kurs, das zu schaffen. Und wir werden damit weitermachen. Aber da ist wieder dieses Ding in mir, das sagt, du musst das tun. Muss es rausbringen, muss es rausbringen, muss es rausbringen, muss es rausbringen. Die Leute um mich herum sagen, niemand, du rennst gegen niemanden. Niemand zwingt dich, das zu tun. Wenn du dieses Jahr 2 Sprachen veröffentlichst, wärst du gut dabei. Ich denke, nein, muss es alle 2, 3 Wochen machen, muss es alle 2, 3 Wochen machen. Es ist einfach etwas in mir, das das immer wieder sagt. Ich weiß nicht warum, es ist nur diese Stimme in mir, die immer wieder sagt, mach es, du musst weitermachen, musst wachsen, musst wachsen, musst wachsen. Ich denke, okay,
Es ist interessant für dich, weil das in deine DNA programmiert ist. Du neigst dazu, dich immer anzutreiben. Egal was du tust, du hast dich immer angetrieben. Du hast dich schon immer angetrieben. Aber sie deuten darauf hin, dass in diesem speziellen Bereich spürst du die Dringlichkeit der Welt. Stell dir vor, die Erde selbst hat ein Bewusstsein, das nach Veränderung strebt. Und sie sagen, er ist damit verbunden, den Puls des Erdbewusstseins. So wirst du gerufen. Vom Geist wirst du auch gerufen. Sie sagen, genieße den Prozess voll und ganz und nimm dir auch Zeit, um sicherzustellen, dass es dir gut geht, denn das ist ein langer Weg für dich. Das ist definitiv kein Sprint, aber sie möchten dich fast ehren für deine Bereitschaft, dich ein wenig anzustrengen, um diese Frequenzen zu verbreiten, denn es sind Worte und Sprache, aber es sind wirklich Frequenzen an so viele Menschen wie möglich, so schnell wie möglich. Sie sagen, du wirst dich daran gewöhnen müssen, ein bisschen berühmter zu sein, als du es jetzt bist. Oh nein. Ja, ich weiß nicht. Ich bin von Natur aus ein Regisseur. Ich wäre gerne hinter der Kamera, aber was auch immer wir tun müssen, um die Mission zu verbreiten, um das Wissen und diese Energie in die Welt zu bringen, habe ich mich anscheinend auf der anderen Seite dafür angemeldet. Ich habe mich für diesen Job angemeldet, also ich bin bereit. Wir haben dich ausgewählt und du hast ja gesagt, Ich werde das Holz hacken und das Wasser tragen. Wie ich immer gerne sage, das ist alles, was ich tun kann. Das ist alles, was ich tun kann. Gut, genug über die Show, genug über mich. Kommen wir zu einigen tiefergehenden Fragen über die Welt. Aus der Sicht der Akasha-Chronik. Was ist die Ursache all der Konflikte und Kriege, die gerade jetzt in der Welt stattfinden? Sie sagen danke für diese Frage. Es ist mit großer, fast schon Mitgefühl und Zärtlichkeit, dass Sie dies beantworten. Sie zeigen mir dieses Bild von wie einer Dose voller Steine. Und Sie sagen, die Dose muss geschüttelt werden. Wir stehen kurz davor, einen der tiefgreifendsten Bewusstseinswandel der Menschheit zu erleben. Wir bewegen uns wirklich auf das Paradies auf Erden zu. Aber leider passiert Folgendes, und wir sehen es überall. Alles, was nicht mit den Frequenzen oder fast wie der höheren Vision, wohin wir gehen, übereinstimmt, wird, wie gesagt, aufgerüttelt. Und sie sagen, dass die Dunkelheit aufgedeckt wird. Und mit Dunkelheit meinen sie einfach die niedrigeren Frequenzen, vielleicht diejenigen, die nicht so sehr an Liebe, Licht und Einheit interessiert sind. All das muss sein. Sie sagen, das habt ihr schon gehört, aber sie wollen es noch einmal betonen, dass alles gut ist. Es wird Veränderungen geben und die Veränderungen werden in gewisser Weise ziemlich tiefgreifend sein. Viele der alten Strukturen werden zusammenbrechen, weil sie nicht auf die nächste Ebene gelangen können. Also es dient alles dem Licht, es dient alles der Liebe und letztendlich dient es dazu, dass jeder Mensch sich daran erinnert, dass er Liebe ist. Welche Rolle spielt die Menschheit in der evolutionären Reise der Erde? Sie lachen ein wenig über diese Frage und finden sie niedlich. Die Erde hat ihren eigenen einzigartigen Aufstiegsweg oder Wachstumsweg. Manchmal fühlt es sich für die Erde so an, als ob die Menschen dem im Weg stehen. Aber sie sagen, dass wir eigentlich auf eine sehr schöne Weise zusammenarbeiten. Sie sagen, dass die Menschen erwachen zu der Einheit, dass es fast so ist, als wären wir eins, als wäre die Erde wir und wir die Erde. Sie sagen, es sei interessant zu betrachten. Die Menschen haben viel von dem verursacht, was wir als Erfahrung bezeichnen, für die Erde. Hätte man die Erde sich selbst überlassen, um zu wachsen und zu gedeihen, wäre dies ein ganz anderer Weg gewesen, als die menschliche Rasse zu unterstützen, was sowohl Freuden als auch mehr Herausforderungen. Sie sagen, dass die Erde auf einem Weg des Aufstiegs ist und diesen erreichen wird. Sie wird die Menschen mit sich bringen. Sie sagt auch, dass die Menschen sie unterstützen. Fast so, als würden wir gemeinsam dorthin gelangen, sagt sie. Sehr gut. Aber wir könnten nicht das eine ohne das andere haben. Nicht. Also, dass wir bald zum Mars umziehen. Wie Sie immer sagen, dass wir auf dem Mars leben werden und wir könnten tatsächlich, ich meine tatsächlich, einige Menschen auf dem Mars haben. Es ist sehr möglich, ohne Frage. Wird das so sein? Ich würde diese Frage gerne stellen. Was denken Sie darüber, auf einen anderen Planeten zu gehen, Fuß zu fassen und etwas aufzubauen? Sie lieben diese Frage. Ihre Antwort darauf ist, dass einige es tun werden.
Einige werden mit dem brennenden Wunsch geboren, an einem anderen Ort zu leben. Einige werden es tun. Sie zeigen mir nicht, dass es viele sein werden. Es gibt bestimmte Individuen, die Entdecker genannt werden und diese Erfahrung machen wollen. Sie sagen, was stattdessen passieren wird. Es scheint, dass es wahrscheinlich eine leichte Verschiebung der Erdbevölkerung geben wird. Aber alles wird liebevoll ausgedrückt, nicht beängstigend. Es wird wohl eine Verschiebung geben, sodass die Erde fast wie, ich habe das Gefühl von, wie sich zurücklehnen, entspannen, dass es die perfekte Anzahl von Menschen auf der Erde leben. Sie sagen, dass die Erde irgendwie scherzt. Das ist lustig. Die Erde scherzt und sagt, oh, ich werde einige von denen zu dir schicken, wie zu den anderen Planeten. Es ist wie ein kosmischer Witz, denn es scheint, als ob ein gewisser Prozentsatz der Erdlinge dorthin geht. Doch letztendlich werden wir ein größeres Gleichgewicht mit unserer Erde erreichen. Ja, es ist so ähnlich wie, wenn du deinen Kindern sagst, ich schicke euch einfach zu euren Tanten und Onkeln. Wir haben genug von eurem Affentheater, Affengeschäft. Alles klar. In den letzten Jahren taucht diese Frage immer häufiger auf. Ich würde sagen, in den letzten 2025 Jahren hat dieses Konzept den Mainstream erreicht. Das Konzept einer simulierten Realität. Leben wir in einer simulierten Realität? Und wenn ja, wer oder was ist dafür verantwortlich? Sie haben eine ziemlich interessante Antwort darauf. Sie meinen, dass, ja, die Erde lebt, die wir jetzt erleben. Es ist nicht die volle Wahrheit über die Realität. Aber wer ist dafür verantwortlich? Sie zeigen mir zwei verschiedene Elemente. Sie behaupten größtenteils, dass wir unsere Realität tatsächlich erschaffen. Wir formen, was uns widerfährt, und gestalten unser Leben. Unsere individuellen Realitäten fügen sich dann zu einer größeren zusammen. Doch wer ist der Schöpfer? Ein Teil davon hängt von der Philosophie ab. Die Philosophie hängt von deinen Erfahrungen ab, von dem, was du gelernt hast. So wie sie es beschreiben, hier und jetzt, ist es wie die unendliche, intelligente Gott-Geist-Quelle, die sowohl Illusion als auch Realität erschafft. Sie deuten darauf hin, dass es letztendlich von einem höheren Bewusstseinszustand gesteuert wird. Aber sie betonen auch, dass sie wollen, dass Menschen die Fähigkeit haben, mit ihrem eigenen Leben zu spielen und zu bestimmen, wie ihre eigenen kleinen Filme aussehen. Sie zeigen nicht, dass irgendeine negative oder finstere Quelle diesen Prozess leitet. Sie zeigen mir, dass es das Unendliche ist. Es ist wie die Gott-Geist-Quelle, die fast wie die Blase erschafft, in der wir spielen können. Und dann können wir unsere eigenen kleinen Filme ausleben. Interessant. Alles klar. Ich habe dieses Konzept auch gehört, dass all unsere Seelen, das Leben einer Seele, wir sprechen über vergangene Leben und zukünftige Leben, aber das ist eigentlich nicht korrekt, dass all unsere Leben zur gleichen Zeit ablaufen. Kannst du den Leuten erklären, wie das überhaupt möglich sein könnte, über Zitat Zitat Zeit hinweg, falls das überhaupt möglich ist? Also meine Zeit in Atlantis, Ägypten und mein zukünftiges Leben auf dem Mars als Entdecker passieren gleichzeitig. Kannst du erklären allen, wie das überhaupt möglich ist in unserer Wahrnehmung, in unserem begrenzten Gehirn? Es ist schwer zu begreifen, dass das so ist. Schöne Frage, und es ist eine, die für den menschlichen Verstand schwer zu begreifen ist. Sie haben eine wirklich schöne Art, dies visuell zu beschreiben, die ich teilen werde. Sie sagen, es ist noch komplexer bis zu einem gewissen Grad, als du darüber sprichst, weil in jedem Moment der Zeit, wie hier ist Bryn oder da bist du, wir haben mehrere Entscheidungen. Mehrere Zeitlinien laufen tatsächlich in jedem Moment ab. Für jede Entscheidung gibt es vielleicht 10, 15, 20 verschiedene Möglichkeiten. Jede davon führt zu einer anderen Zeitlinie. Die Art und Weise, wie sie es zeigen, zum Beispiel mit Zeitlinien, ist, dass, wenn ich mit jemandem arbeite und zukünftige Potenziale betrachte, zeigen sie mir die Person und dann dieses eine Potenzial, fast wie in einem kleinen Rohr. Ein kleiner Film, der in diesem Rohr läuft. Und dann zeigen sie mir direkt darüber ein
weiteren kleinen Film in einem anderen Röhrchen. Das ist ein anderer. Sie könnten diese Wahl treffen und das tun. Darüber gibt es noch einen kleinen Film. Ich sehe diese unendliche Anzahl von Filmen, all diese verschiedenen Potenziale. So zeigen sie es mir oft, wenn ich schaue, wohin eine Person geht. Also werden wir das als Beispiel verwenden, dass jetzt betrachten wir diese verschiedenen. Und tatsächlich hat jedes Leben viele Potenziale in sich. Stell dir vor, jedes dieser Leben ist tatsächlich in einem dieser kleinen Röhren, die dann flach wie ein Pfannkuchen werden. Denn das sagt im Grunde, dass all diese Realitäten fast linear existieren. Das Universum flacht sie einfach ab und voilà, alles ist da. Es wird wahrscheinlich schwer sein, dies vollständig zu begreifen, solange du in einem menschlichen Körper bist, da wir lineare Zeit benötigen, um zu existieren. Doch für diejenigen unter euch, die meditieren und sich in andere Dimensionen begeben, ist es wie ein Erinnern an Ägypten, Atlantis und das Erkennen anderer Potenziale bei getroffenen Entscheidungen. Sie sagen, dass wir, wenn wir aus der aktuellen Realität heraustreten, das größere Bild fühlen können. Aber meiner Ansicht nach haben wir einfach viele Existenzröhren, die parallel verlaufen und sie werden in diesem Moment zusammengeführt. In Ordnung, in Ordnung. Welche wichtigen Lektionen muss die Menschheit in dieser Ära lernen? Sie sagten sofort, Liebe, Zusammenarbeit und Einheit. Die Essenz der Welt ist Liebe. Die Essenz des Lebens ist Liebe. Sie wollen, dass wir in Harmonie zusammenleben. Letztendlich wollen sie, dass wir erkennen, dass keine Trennung zwischen uns existiert, dass es einen Bewusstseinszustand gibt, in dem wir alle eins sind. Das ist die Wahrheit. Was ist der tiefere Zweck von Naturkatastrophen auf der Erde? Nun, Sie vergleichen es mit Steinen in einer geschüttelten Dose. Lassen Sie mich sehen, was Sie noch dazu sagen möchten. Sie erklären, dass die Erde all den Druck und die Spannungen absorbiert hat und eng mit der menschlichen Persönlichkeit verbunden ist. Jeder Schrei, jede Freude, jedes Leid, jede Zufriedenheit wurde von der Erde aufgenommen, als ob sie es gebraucht hätte. Es fühlt sich an, als ob die Erde all diese Emotionen und Erfahrungen in sich aufgenommen hat. Sie zeigen mir Dinge, die sich wirklich verändern wie Erdbeben. Es ist, als ob alle Emotionen herauskommen. Sie sagen, dass Naturkatastrophen oder globale Erwärmung, wie ihr es nennt, eine Veränderung in der Umwelt verursachen, die zu Veränderungen in den Wettermustern führt. Der Grund dafür ist, euch für die Bedeutung der Erde zu sensibilisieren und ein großes Ausbalancieren und Neuausbalancieren herbeizuführen. Sie sagen, dass letztlich etwas Gutes entstehen wird. Bitte wisst, es gibt ein ultimatives Gutes. Doch die Ausbalancierung wird etwas anders sein. Macht euch keine Sorgen. Wie sind wir mit anderen Bewusstseinsformen im Universum verbunden? Du meinst, wie anderen Wesen anbieten? Ja, nur andere Formen des Bewusstseins im Universum. Wenn wir die einzige Form des Bewusstseins sind, sagen wir mal Erdlinge, wie sind wir dann mit anderen Formen davon verbunden, wenn es keine anderen im Universum gibt? Es scheint wie eine große Platzverschwendung. Sie behaupten, dass das Universum vor Leben wimmelt. Viele existieren in dem, was sie eine Frequenz nennen, also die Geschwindigkeit der Energie. Das ist anders als das, was wir sehen können. Sie sagen, wir haben noch nicht einmal angefangen zu entdecken. Es gibt Leben auf jedem Planeten, außerhalb und in den Sternensystemen. Sie sagen, dass wir alle ein gemeinsames Erbe teilen, das ich Gott, Geist, Quelle, das All nennen würde. Und sie sagen, dass es deshalb unter euch jene gibt, die, wenn sie ihre Frequenzen auf Pleiadier, auf Arcturianer, auf Menschen auf dem Mars einstellen, dass ihr eure Frequenz nicht abstimmen könnt, euer Bewusstsein nicht auf sie abstimmen könnt, weil sie sagen, wir sind alle gleich. Sie sagen, sie sind tatsächlich mehr mit uns verbunden, als wir realisieren. Sie beeinflussen uns auf Weisen, die zum Nutzen gedacht sind. Es ist wie bei einem Radio, wo man seine Frequenz einstellt und sich mit anderen verbinden kann. Sie sagen, das Universum ist lebendig, es gibt eine gemeinsame Bruderschaft.
Was sagt die Akasha-Chronik über das Leben nach dem Tod und die Reise der Seele? Nun, Sie sagen, dass die Akasha-Chronik ein Lagerhaus dieser Informationen ist. Also, Sie sagen, wir halten all das. Haben Sie eine spezifischere Frage? Vielleicht. Wie beeinflusst Karma unser aktuelles Leben? Für Menschen, die dieses Konzept von Karma wirklich nicht verstehen, denke ich, dass es ein wenig verfälscht wurde. Das Wort Karma im Mainstream, wo, wenn du etwas tust, wird dir etwas Schlechtes passieren. Oder wenn du etwas sofort tust, wird dir etwas Gutes passieren. Wie ist die Sichtweise der Akasha-Chronik auf Karma? Und wie ist die Reise unserer Seele beeinflusst? Ja, das ist eine wirklich interessante Frage, weil Sie sagen, dass das Konzept von Karma wahrscheinlich einen stärkeren Einfluss hatte. Es wurde in Zeiten entwickelt, als Menschen spezifischere Richtlinien brauchten, was richtig und was falsch ist, wie man Menschen behandelt. Sie sagen, dass es eine energetische Wahrheit gibt, wenn ich dies tue, hat es jene Auswirkung. Aber Sie weisen darauf hin, dass. Nun, ich werde das auf zwei Weisen erklären. Sie behaupten, dass es Zeiten gab, in denen das Konzept des Karmas sehr wichtig war, um die Menschen zu leiten und ihnen zu helfen, zwischenmenschliche Interaktionen zu verstehen. Doch sie zeigen mir auch etwas anderes, beides. Einige sind bereits von den Fesseln des Karmas befreit worden, während es für andere noch bevorsteht. Wir werden also tatsächlich diese Vorstellung von gut und schlecht überwinden. Diejenigen, die diese Richtlinie noch brauchen, werden sie haben, aber sie sagen, dass wir den Punkt überschreiten werden, an dem wir solche Ursache-Wirkungsbeziehungen haben. Ergibt das Sinn? Ergibt vollkommen Sinn. Klar, wie Sie das gesagt haben. Ein Teil des Problems mit spiritueller Wahrheit ist, dass sie nicht für alle gleich ist. Es gibt verschiedene Regeln für verschiedene Ebenen und Bewusstseinsstufen, also versuchen Sie, mehrere Bewusstseinsebenen gleichzeitig zu durchdringen. In Ordnung. Was sind die Akasha-Chroniken? Einsichten oder Perspektiven zur künstlichen Intelligenz, was es ist? Es scheint, als wäre es vor einem Jahr aus dem Nichts aufgetaucht. Vor 1,5 Jahren war KI Science Fiction, jetzt ist sie überall. Jeder benutzt sie. Welche Auswirkungen wird sie auf die Menschheit und ihre spirituelle Entwicklung haben? Das ist wirklich eine faszinierende Frage, denn wie bei allem, was von Menschen geschaffen wurde, besteht das Potenzial für großes Gutes und auch für Schaden. Es gibt diejenigen, die die KI nutzen wollen, um ihre eigene Macht zu stärken, und möglicherweise liegt ihr Fokus nicht auf dem Wohl aller. Wichtig zu wissen ist, dass diejenigen, die KI nicht im Sinne der Menschheit einsetzen wollen, bestimmte Schutzmaßnahmen ergreifen, um ihr eigenes Interesse zu wahren. Andererseits profitiert die Mehrheit dennoch davon. Diese beiden Linien zeigen mir, wie es hier aussieht. Genau. Sie bekommen ein wenig Spielraum, damit sie aus ihren eigenen Erfahrungen lernen können, aber sie können nicht wirklich zu weit gehen. Also, es ist interessant, weil selbst während wir diese Worte sagen, spüren wir fast eine kleine Energie der Angst in einem Teil der Menschheit darüber, was diese KI tun wird und was sie denen sagen möchten, die ein wenig besorgt sind. Und sie sagen, wir haben diese gehört. Es gibt Leitplanken. Danke für dieses Wort. Es ist perfekt. Es wird eingedämmt, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, Sie erwähnen einen äußerst faszinierenden Prozess, bei dem Mensch und Maschine, sprich der Computer, tatsächlich zusammenarbeiten können, um etwas noch Größeres, Helleres, Schnelleres zu schaffen als der menschliche Verstand allein. Es ist beinahe so, als ob man die herausragendsten Aspekte des menschlichen Verstandes aufgreift und weiterentwickelt. Dies kann zu wunderbaren Ergebnissen führen, wie der Beschleunigung der Verarbeitungsgeschwindigkeit und bestimmter intellektueller Fähigkeiten. Ihr Wunsch für dich und dein Volk ist es, gemeinsam das bestmögliche Ergebnis der KI anzustreben, indem wir unser Bewusstsein einsetzen, um das gewünschte Resultat zu erzielen. Ja, ähnlich wie die Menschheit die Autos erschafft, ermöglicht uns Technologie schneller zu reisen als zu Fuß.
Ohne diese Fortschritte könnten wir uns nicht so schnell bewegen. Ohne Autos, Flugzeuge oder Transportmittel würde die Welt sich so langsam bewegen wie vor 150 Jahren. Mein Standpunkt zu KI bleibt unverändert. Technologie hilft uns, unsere Grenzen zu überwinden und Fortschritte zu beschleunigen. War schon immer gleich. Es ist ein Werkzeug wie jedes andere, ein extrem mächtiges Werkzeug, das zum Guten genutzt werden kann. Ich nutze es bereits positiv, verbreite diese Botschaft und beschleunige Dinge auf unerklärliche Weise. Vor einem Jahr, vor 2 Jahren, so schnell geht das. Vor einem Jahr habe ich noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Das Internet kam, brauchte ein paar Jahre, bevor es Fuß fasste. Aber wegen der Grundlage des Internets und der Technologie, die um das Internet herum aufgebaut wurde, kann KI einfach viel schneller voranschreiten. Wegen der bereits gelegten Grundlage ist es ziemlich bemerkenswert, aber es bewegt sich mit solchen täglichen Veränderungen, wöchentlichen Veränderungen. Es sind keine jährlichen Veränderungen. Es wird ziemlich erstaunlich sein zu sehen, wohin es geht. Ich bin sehr optimistisch darüber. Ich stimme mit den Akasha-Chroniken überein. Ich glaube, dass es der Menschheit sehr zugutekommen wird, wenn man nicht mehr stundenlang Fakten aus Büchern lernen muss, die möglicherweise nutzlos sind. Stattdessen könnte man sofort auf diese Informationen zugreifen und seinen Geist auf kreative, dienstliche und andere Bereiche lenken, auf die man seine Energie richten kann, da viele alltägliche Dinge bereits erledigt sind, ähnlich wie es die Griechen getan haben. Die Philosophen des antiken Griechenlands saßen im Grunde herum, weil all ihre Bedürfnisse durch Sklaven erfüllt wurden. Ich sage nicht, dass das gut ist, aber sie hatten den ganzen Tag Zeit, um über Dinge nachzudenken. Im Grunde ist es eine Analogie, wohin wir gehen. Ich denke, letztendlich wollten sie nur ein Wort unterstreichen, das du benutzt hast, Kreativität, weil sie sagen, dass das in gewisser Weise der Unterschied zwischen KI und dem menschlichen Geist ist, dass der menschliche Geist eine andere Fähigkeit hat, etwas Neues zu schaffen, das noch nie zuvor geschaffen wurde. Es gibt immer noch einen anderen Gefühlston bei dem, was von KI erzeugt wird, und das ist einfach der menschliche Geist. Also werden sie immer funktionieren, wir werden immer Hand in Hand miteinander arbeiten, aber es wird vieles erleichtern, sehr. Gott sei Dank. Wie können wir unsere angeborenen Kräfte nutzen, um unsere Realität zu manifestieren? Oh, Sie sagen, das ist leicht. Sagen sie die Akasha-Wesen. Es ist einfach dort oben zu sein und über Dinge zu sprechen, umgeben von allem Wissen. Doch für uns Sterbliche, wie greift man darauf zu? Sie lieben dich. Sie sagen, dass jeder die Fähigkeit hat, seine eigene Realität zu erschaffen, leichter als je zuvor in der Geschichte der Menschheit. Sie erinnern mich an dieses Buch oder diesen Film namens The Secret, der wirklich wie der Schlüssel war, der die Tür öffnete, damit die Menschen überhaupt wussten, dass sie das tun konnten. Aber das ist jetzt schon Jahre her, sagen sie. Was schön ist, ist, dass die Art und Weise, wie du das erschaffst, was du dir wünschst, ist fast wie in dein eigenes Herz eintauchen, Frieden finden und dann die Frequenz oder das Wesen dessen verkörpern, was du dir wünschst. Der knifflige Teil bei der Schöpfung, sie nennen es Schöpfung oder Manifestation, ist das. Es muss im Einklang mit deinem höchsten Wohl stehen. Oftmals wollen wir und arbeiten an etwas, das letztendlich nicht zu unserem höchsten Wohl ist. Vielleicht denken wir, dass es das ist, was wir wollen, aber es unterstützt nicht den Weg unserer Seele. Daher werden manche dieser Schöpfungen nicht zustande kommen. Aber was sie sagen ist, dass eines der Geschenke dieses Zeitalters, und es ist wirklich großartig, das größte in der gesamten Menschheitsgeschichte, ist, dass man durch nach innen gehen, ins Gleichgewicht kommen, friedlich werden, selbst wenn man das Gefühl haben möchte, sich mit der Ursprungsenergie zu verbinden. Fühlen werden, das, was du sein möchtest, und halte diese anhaltende Schwingung. Wir alle gehen rein und raus, aber sie sagen, komm immer wieder zurück zu dem, wer ich bin,
um dies empfangen zu können. Und sie sagen, dass du es können wirst. Das ist tatsächlich etwas, worüber sie sehr, wenn sie eine Minute darüber sprechen könnten, wären sie wirklich aufgeregt, weil eine weitere Sache, die jetzt passiert, ist das. Und das passt perfekt zu manifestieren oder erschaffen, was wir wollen. Ähnlich wie das frühere Beispiel sagen sie, dass wir in jedem Moment und bei jeder Entscheidung mehrere Wahlmöglichkeiten haben. Zum Beispiel könnte ich dies tun oder das oder jenes, jede etwas anders als die nächste. Und sie betonen das. Viele Menschen kämpfen gerade, viele Menschen leiden gerade. Es gibt viel Sorge über die Dinge, die passieren. Viele Menschen machen es wunderbar. Und das ist es, was sie wirklich ins Bewusstsein bringen wollen, ist, dass in jeder Situation streben sie danach, dass du die nächsthöhere Möglichkeit wählst, die Frequenz genannt. Selbst in deinen aktuellen Umständen, wähle die etwas bessere Option. Stell dir vor, wie kann ich mich hier etwas besser fühlen? Okay, wie kann ich mich etwas besser fühlen? Und sie sagen, dass dies der Weg ist, wie die Menschen ihre Realität schneller formen werden als je zuvor, egal was passiert. Wähle einfach das beste mögliche Element deiner aktuellen Umstände und strebe dann an, ein wenig höher zu gehen. Sie sagen, das ist der Schlüssel zu allem. Sie halten das für sehr einfach. Es ist nur ein Gefühl, einfach das, was du willst. Haben Sie abschließende Botschaften für das Publikum? Ja, sie möchten, dass sie wissen, dass sie innig geliebt, gehalten und geschätzt werden. Sie möchten, dass sie wissen, dass sie eine 24/7-Verbindung zum Göttlichen haben. Wir verlassen sie nie. Wir sind immer bei ihnen. Wir sehen sie. Wir halten dich. Wieder. Sie sagen, wir schätzen dich. Sie möchten, dass jeder Mensch weiß, sie sind nicht allein. Wieder. Du bist immer geliebt, gehalten und geschätzt. Wir sind hier. Wir sind für dich da und wir lieben dich von Herzen. Ich schätze das. Dalum, vielen Dank für Ihr Wissen in der Sendung. Ich weiß das zu schätzen. Ja, danke. Ich werde jetzt die Akten schließen, wenn das in Ordnung ist. Ich mache das einfach still. Alles klar. Vielen Dank für diese Gelegenheit. Ja, das hat viel Spaß gemacht. Das war toll. Die sind lustig. Sie sind ein Spaß. Nun, ich werde Ihnen ein paar Fragen stellen, die ich all meinen Gästen stelle. Wie definieren Sie ein erfülltes Leben? Ein erfülltes Leben zu führen bedeutet, eine Verbindung mit dem Geist zu haben, den göttlichen Zweck deiner Seele zu leben und schöne, intime Beziehungen zu den Menschen zu pflegen, die du liebst. Welchen Rat würdest du geben, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, um mit deinem jüngeren Ich zu sprechen? Was würdest du ihr sagen? Ich würde ihr sagen, mach weiter, es wird alles gut. Das ist die häufigste Antwort. Das ist die häufigste Antwort. Ich würde wahrscheinlich zu mir sagen, es ist okay, Kumpel. Du wirst schon klarkommen. Mann, in etwa 20 Jahren wirst du ein Mafioso sein. Halte dich von ihm fern. Ansonsten, nein, hilf mir nicht wirklich. Dabei der zu werden, der ich heute bin. Aber sei vorsichtig. Wie definierst du Gott? Ich nenne Gott, einfach Gott, Geist, Quelle. Das All, das Gott ist die Energie, die Intelligenz, die alles belebt. Es ist in allem. Es ist Liebe. Es ist die Energie der Liebe, die in allem ist. Und was ist Liebe? Sie geben mir ein Gefühl, warm. Ist das wie Liebe? Ist das wirklich dieses warme, schöne Gefühl in deinem Herzen, das dir zeigt, dass du auf die schönste Weise mit allem verbunden bist? Was ist der ultimative Sinn des Lebens? Sie sagen eine etwas andere Version von dem, was Sie vorhin gesagt haben. Es geht darum, zu erkennen, dass du Liebe bist, verbunden bist und dein Licht auf die Weise teilst, wie du geführt wirst, gemäß der göttlichen Bestimmung deiner Seele, um deinen einzigartigen Beitrag zu leisten, wie du dich berufen fühlst. Wo können Interessierte mehr über dich und deine großartige Arbeit erfahren? Vielen Dank. Ich arbeite mit den Akasha-Chroniken, biete Einzelsitzungen an und leite eine wunderschöne Akasha-Heilungsgruppe. Wir nutzen die Akasha-Chroniken für Heilung, Führung und Weisheit und ich lehre Menschen, auf sie zuzugreifen. Das ist meine größte Freude auf der Welt. Sie können mich auf meiner Website finden, brindappel.com, auch bekannt als brünnedepel.com. Es wäre mir eine Freude, Ihnen auf die richtige Weise zu helfen. Danke. Hast du eine abschließende Nachricht? Für dir, Alex, möchte ich einfach nur sagen, vielen Dank, dass ich hier mit dir sein darf, weil ich das Gefühl habe, dass hier viel Liebe und Göttlichkeit ist. Es gibt eine echte Magie.
in diesem Raum, den du geschaffen hast. An alle, die das hören, sage ich einfach nochmal Danke. Was ich mir am meisten wünsche, ist, dass ihr euch geliebt fühlt. Ihr wisst, dass ihr geliebt und gehalten und geschätzt werdet und nicht allein seid. Es gibt eine große Schönheit in diesem Leben, das ihr habt, wenn Sie irgendetwas tun könnten. Sie möchten das in jede Person einprägen, die das hört. Ja, größte Liebe für dich, Bren. Vielen Dank, dass du in die Sendung gekommen bist, um deinen Zugang zu den Akasha-Chroniken und dein wunderschönes Licht zu teilen. Ich schätze das sehr. Vielen Dank. Es war wirklich eine Freude, eine große Freude. Danke. Danke. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren, und vergessen Sie nicht zu abonnieren.